Es gibt zwei Dinge, die die Formel 1 ausmachen: Geschwindigkeit und pure Ingenieurskunst. Doch bevor Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. um den Titel kämpften, bevor Ayrton Senna und Michael Schumacher Rennsportgeschichte schrieben, gab es eine Zeit, in der es nicht einmal die Idee eines Autos gab, geschweige denn Rennwagen mit hunderten PS. Der Wagen vom ersten dampfgetriebenen Fahrzeug bis zu den hochgezüchteten Hybridmonstern der heutigen Formel 1 ist eine Geschichte voller Durchbrüche, Skandale und beinahe vergessener Erfindungen. Und genau diese Entwicklung schauen wir uns jetzt an. Heute denken wir bei Motoren an rührende V12-Motoren, hochgezüchtete Turbos und blitzschnelle Rennwagen. Doch die ersten Motoren hatten mit Geschwindigkeit ungefähr so viel zu tun wie Kimi Räikkönen mit einem emotionalen und ausführlichen Interview. Sie waren riesig, schwer und ineffizient. Doch bevor es Motoren gab, musste überhaupt erst die Idee entstehen, Maschinen mit eigener Antriebskraft zu bauen. Und dieser Weg begann nicht auf der Rennstrecke, sondern tief unter der Erde, in dunklen, nassen Bergwerken. Der erste Durchbruch kam mit der Dampfmaschine, eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Ohne sie hätte es keine industrielle Revolution gegeben und definitiv keinen Motorsport. Doch ihr ursprünglicher Zweck hatte mit Rennen oder Geschwindigkeit rein gar nichts zu tun. Die ersten Dampfmaschinen wurden im 17. Jahrhundert entwickelt, um Wasser aus überfluteten Bergwerken zu pumpen. Vor allem in England war das ein massives Problem, nicht wegen dem ständigen Regen, also nicht nur. Die Minen waren oft so tief, dass einfache Eimer und Schöpfmechanismen nicht mehr ausreichen. Diese frühen Maschinen waren gigantische, träge Konstruktionen, die anfangs nicht einmal eine rotierende Bewegung erzeugen konnten. Sie bewegten lediglich einen Kolben auf und ab. Ein echter Durchbruch kam mit James Watt, dem wohl berühmtesten Namen der Dampfmaschinengeschichte. 1765 entwickelte er eine effizientere Version der bestehenden Maschinen, indem er einen separaten Kondensator hinzufügte. Dadurch verbrauchte die Maschine deutlich weniger Energie und konnte mehr Leistung liefern. Ein entscheidender Vorteil für Industrie und Transport. James Watt erfand die Dampfmaschine zwar nicht selbst, doch er machte sie praxistauglich und revolutionierte damit die Technik seiner Zeit. Er war also so etwas wie Steve Jobs der Dampfmaschinen. Er nahm vorhandene Technologie und machte sie alltagstauglich. Dampfmaschinen funktionieren gut für Züge, Schiffe und Fabriken. Doch was wäre, wenn man sie auf ein Fahrzeug setzen könnte? Genau das versuchten einige Ingenieure im 18. und 19. Jahrhundert. 1769 baute der französische Ingenieur Nicolas Joseph Cugnot das erste selbstfahrende Fahrzeug der Welt, einen dampfbetriebenen Militärtransporter. Es klang nach einer revolutionären Idee, doch in der Praxis erwies sich seine Maschine als wenig alltagstauglich. Das Gefährt erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von gerade einmal 4 km/h, langsamer als ein Rentner mit Nordic Walking Stöcken. Nach spätestens 15 Minuten musste das Wasser nachgefüllt werden, da der Dampfkessel nicht länger durchhielt. Doch das größte Problem war die Steuerung. Das Gerät hatte keine Bremsen eingebaut, was dazu führte, dass sein dampfbetriebenes Gefährt mit voller Geschwindigkeit, also Schrittgeschwindigkeit, gegen eine Mauer krachte. Das war übrigens offiziell der erste dokumentierte Autounfall der Geschichte. Trotz einiger ambitionierter Versuche war die dampfbetriebene Automobiltechnik zum Scheitern verurteilt. Dampfwagen hatten nämlich einige grundlegende Probleme, die sie im Alltag unpraktisch machten. Zunächst einmal dauerte es ewig, bis sie betriebsbereit waren. Wer morgens zur Arbeit fahren wollte, musste erst einmal eine halbe Stunde lang Wasser kochen, bevor das Fahrzeug überhaupt losfahren konnte. Das ist jetzt rein hypothetisch, natürlich haben das die Menschen nicht genutzt. Besonders im Rennsport wäre das eine absolute Katastrophe gewesen. Man stellte sich das mal vor, ein Formel-1-Boxenstopp hätte dann nicht mehr ein paar Sekunden gedauert, sondern über eine Stunde gedauert. Ein weiteres Problem war das enorme Gewicht dieser Fahrzeuge. Ein typischer Dampfwagen besaß einen riesigen Kessel, der ständig mit Kohle befeuert werden musste. Doch das größte Hindernis war die Reichweite. Nach nur wenigen Kilometern musste neues Wasser nachgefüllt werden. Für den Alltag
würde das bedeuten, dass alle paar Straßenkilometer eine Art Tankstelle mit Brunnen und Wasserkesseln hätte stehen müssen. Aus all diesen Gründen verschwand die Idee des dampfbetriebenen Automobils recht schnell wieder von der Bildfläche. Stattdessen blieb die Dampfmaschine dort, wo sie wirklich sinnvoll war, in Fabriken, in Zügen, in Dampfschiffen. Doch der Traum vom selbstfahrenden Fahrzeug war nicht vorbei. Es musste nur jemand kommen, der die ganze Idee kleiner, leichter und effizienter machte. Die Dampfmaschine hatte ihren Platz in der Geschichte gefunden, aber nicht auf der Straße. Sie war zu schwer, zu langsam und viel zu unpraktisch. Doch die Idee, ein selbstfahrendes Fahrzeug zu bauen, ließ die Ingenieure nicht los. Was fehlte, war eine kompakte, effiziente Antriebsmethode. Und genau hier beginnt die Geschichte des Motors, wie wir ihn heute kennen. Während Dampfantriebe immer wieder für Fahrzeuge getestet wurden, suchten Wissenschaftler und Erfinder nach einer Möglichkeit, Maschinen mit einer neuen Art von Energiequelle zu betreiben. Der Schlüssel lag allerdings nicht mehr in Wasser und Kohle, sondern in einer kontrollierten Explosion. Genau mit dieser Idee beschäftigte sich Etienne Lenoir, ein belgisch-französischer Erfinder, der im Jahre 1860 den ersten funktionierenden Gasmotor entwickelte. Seine Maschine verbrannte Leuchtgas und war damit der erste Motor, der ohne extern erzeugten Dampf auskam. Theoretisch war das eine bahnbrechende Erfindung, doch in der Praxis hatte sein Motor ein massives Problem. Er verbrauchte Unmengen an Gas und lieferte dafür kaum Leistung. Falls du den Begriff Leuchtgas übrigens noch nicht gehört hast oder nicht wirklich zuordnen kannst und dir gerade denkst, was redet er, das heißt Lachgas. Ja, ich höre dich schon tippen. Leuchtgas oder auch Stadtgas genannt, ist ein brennbares Gasgemisch, das ab dem 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet war. Es wurde hauptsächlich durch Kohlevergasung oder Holzvergasung hergestellt. Dabei wurde Kohle oder Holz unter Luftmangel erhitzt, wodurch ein Gas entstand, das zum Kochen, Heizen und vor allem für die Straßen- und Hausbeleuchtung verwendet wurde. Daher der Name Leuchtgas. Wenn du Anno 1800 spielst, genau das machst du, um beispielsweise Mais zu überleben. Trotzdem war mit Lenoirs Erfindung eine entscheidende Idee geboren. Ein Motor konnte durch eine kontrollierte Explosion angetrieben werden. Diese Technologie war kompakt, unabhängig und bot großes Potenzial für Fahrzeuge. Was noch fehlte, war eine effizientere Umsetzung dieser Idee. Wenn der Begriff Otto-Motor fällt, dann nicht wegen eines vergessenen Autoherstellers, sondern wegen Nikolaus Otto. Es war der das Prinzip der Gasverbrennung in einem Zylinder zur Perfektion brachte. Im Jahr 1876 entwickelte er den ersten wirklich funktionierenden Viertaktmotor, der als Otto-Prinzip bekannt wurde. Der entscheidende Vorteil eines Otto-Motors lag in seiner Bauweise. Während frühere Motoren entweder viel zu groß oder ineffizient waren, gelang es Otto, eine Maschine zu entwickeln, die deutlich kompakter und leistungsfähiger war. Zum ersten Mal gab es eine Motorentechnologie, die tatsächlich in ein Fahrzeug eingebaut werden konnte, ohne dass man eine halbe Fabrikhalle mitnehmen musste. Besonders bemerkenswert war, dass er ursprünglich gar kein Ingenieur war. Er kam eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich, doch er war besessen von der Idee, einen besseren Motor zu entwickeln. Seine Hartnäckigkeit hatte sich ausgezahlt. Sein Viertaktmotor wurde schnell zur Standardtechnologie für Verbrennungsmotoren und ist es bis heute geblieben. Nachdem die technische Grundlage geschaffen war, fehlte nur noch das passende Fahrzeug. Genau hier kommt Carl Benz ins Spiel. Im Jahr 1886 entwickelte er den Benz Patent Motorwagen, das erste echte Automobil der Welt. Sein Fahrzeug unterschied sich grundlegend von den bisherigen Experimenten mit dampfbetriebenen Kutschen. Er war so kompakt, leicht und deutlich effizient. Doch aus heutiger Sicht wirkte dieses Auto fast schon komisch. Es hatte 3 Räder, eine winzige Leistung von 0,75 PS und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Kilometern pro Stunde. Trotzdem war es eine Revolution.
Zum ersten Mal konnte sich ein Fahrzeug unabhängig und vergleichsweise flexibel fortbewegen. Doch der eigentliche Durchbruch kam nicht durch Karl Benz selbst, sondern durch seine Frau Bertha Benz. Im Jahr 1888 unternahm sie ohne das Wissen ihres Mannes die erste Langstreckenfahrt der Automobilgeschichte. Auf ihrer Reise von Mannheim nach Pforzheim legte sie über 106 Kilometer zurück und bewies damit, dass das Automobil mehr als nur eine technische Spielerei ist. Ihre Fahrt gilt als die erste große Bewährungsprobe für das Auto und als der Moment, in dem sich zeigte, dass der Motor die Zukunft der Mobilität bestimmen könnte. Wir wissen, dass es sie bestimmt hat. Mit der Erfindung des Automobils begann ein völlig neues Zeitalter der Mobilität. Doch es dauerte nicht lange, bis die Menschen anfingen, sich die zentrale Frage zu stellen: Wie kann man dieses Ding schneller machen? Die ersten Autos waren reine Fortbewegungsmittel. Sie waren laut, unbequem und oft unzuverlässig. Aber sie waren schneller als Pferde. Und wenn es etwas gibt, das Menschen schon immer fasziniert hat, dann war es der Wettbewerb. Es dauerte also nicht lange, bis die ersten Rennen organisiert wurden, um herauszufinden, wer das schnellste Auto der Welt hatte. Im Jahr 1894 veranstaltete die französische Zeitung Le Petit Journal das erste offiziell anerkannte Autorennen der Welt. Die Strecke führte von Paris nach Rouen, eine Distanz von etwa 127 Kilometern. Das Ziel war einfach: Welches Auto schaffte es am schnellsten, ins Ziel zu kommen? Damals gab es ein Problem. Niemand wusste genau, welches Antriebssystem sich durchsetzen würde. Deswegen traten nicht nur benzinbetriebene Fahrzeuge an, sondern auch Dampf- und sogar elektrobetriebene Autos. Ja, E-Autos sind älter, als wir gemeinhin glauben. Am Ende gewann ein mit Benzin betriebener Peugeot, jedoch nicht wegen ihrer Höchstgeschwindigkeit, sondern weil sie als die praktischsten Fahrzeuge gewertet wurden. Das eigentliche Rennen um die Zukunft der Motoren war damit aber noch lange nicht entschieden. Während die ersten Rennen noch eher gemütlich abliefen, wurde sehr schnell klar: Je schneller die Autos wurden, desto spannender wurde der Wettbewerb. Nur ein Jahr nach dem ersten Rennen fand 1895 das erste echte Langstreckenrennen statt, erneut in Frankreich. Die Strecke führte diesmal von Paris nach Bordeaux und zurück. Insgesamt 1178 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers lag bei, das wirst du kaum glauben, etwa 24 Kilometer pro Stunde. Das klingt heute wenig, aber damals war es absolut atemberaubend. Innerhalb weniger Jahre wurden die Autos immer schneller und mit der wachsenden Geschwindigkeit stieg auch die Begeisterung für den Motorsport oder für diese Veranstaltungen. Plötzlich ging es nicht mehr darum, ob ein Auto funktionierte. Es ging darum, wie schnell es war. Mit der steigenden Popularität von Autorennen entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten professionellen Rennserien. 1906 wurde in Frankreich der erste Grand Prix von Frankreich veranstaltet. Das Rennen, das als Vorläufer der heutigen Formel 1 gilt. Im Jahr 1911 fand in den USA das erste Indianapolis 500 statt, also Indy 500, eines der ältesten Rennen der Welt. Während die europäischen Rennen oft auf kurvigen Landstraßen stattfanden, setzten die Amerikaner auf ovale Hochgeschwindigkeitsstrecken, bei denen die Fahrer mit konstant hoher Geschwindigkeit fuhren. Diese beiden Rennformate, der europäische Grand Prix-Stil und das amerikanische Ovalrennen, prägten die Zukunft des Motorsports und führten zu immer ausgefeilteren Motoren. Die ersten Rennwagen waren im Grunde verstärkte Kutschen mit Motoren. Doch je schneller die Autos wurden, desto mehr musste sich auch die Technik anpassen. Bis in die 1920er Jahre wurden Rennmotoren immer leistungsfähiger. Die Hersteller experimentierten mit größeren Hubräumen, stärkeren Materialien und besseren Kühltechniken. Ingenieure begannen, sich ernsthaft mit der Aerodynamik und Gewichtsverteilung auseinanderzusetzen, um noch mehr Geschwindigkeit aus den Autos herauszuholen. Besonders revolutionär war die Einführung des Kompressors,
einer frühen Form der Turboaufladung. Plötzlich waren Rennwagen nicht nur laut, sondern hatten auch eine Leistung, die damals unvorstellbar gewesen wäre. Doch wie alles im Motorsport hatte auch diese Entwicklung eine Kehrseite. Mit steigender Geschwindigkeit wurden die Rennen gefährlicher und die Frage nach Sicherheit wurde immer dringlicher. Bis in die 1920er und 30er Jahre hinein entwickelten sich Autorennen rasant weiter. Motoren wurden immer stärker, die Wagen immer schneller. Aber das eigentliche Problem war die Sicherheit. Die frühen Rennwagen waren im Grunde überdimensionale, extrem schnelle Kutschen mit Motoren, aber ohne echte Sicherheitsmaßnahmen. Die Fahrer trugen dünne Lederhelme, keine Sicherheitsgurte und die Strecke war oft nichts weiter als normale Landstraßen mit ein paar Heuballen als Absperrung. Da gab es auch ganz krasse Unfälle, wo wirklich viele Menschen noch gestorben sind. Doch trotz der Gefahren wurde der Motorsport immer professioneller. Teams begannen gezielt Rennwagen zu entwickeln, statt einfach nur schnelle Straßenautos umzufunktionieren. Und mit dem immer größer werdenden Interesse an Hochgeschwindigkeitsrennen wurde klar, es braucht eine richtige Rennserie, die die besten Fahrer und Autos der Welt zusammenbringt. Allgemein war es die Zeit, in der sich Sport mehr und mehr professionalisierte und langsam zu dem wird, was wir heute kennen. Vom Fußball hin zur Formel 1, in der USA Basketball, Eishockey etc. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Welt im Umbruch, doch der Motorsport kehrte schnell wieder zurück. Viele Hersteller, die zuvor für militärische Zwecke produziert hatten, Bitte gehen Sie weiter! Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute! wandten sich wieder dem Bau von Autos zu. Und der Wunsch nach einer neuen, internationalen Rennserie wuchs. Im Jahr 1950 wurde dann offiziell die 4 Formel-1-Weltmeisterschaft ins Leben gerufen. Die ersten Rennen fanden auf alten Flugplätzen und Landstraßen statt und die Autos sahen aus wie übergroße Zigarren auf Rädern. Die Begeisterung war riesig. Die Formel 1 war nicht einfach nur eine weitere Rennserie. Sie wurde im Laufe der Zeit zur Königsklasse des Motorsports. In den 1960er Jahren begannen Teams auf Mittelmotorkonzepte umzusteigen, wodurch die Autos deutlich wendiger wurden. In den 70ern wurde Aerodynamik das neue große Thema. Flügel, Ground-Effect-Technologien und bessere Reifen machten die Autos schneller. In den 1980ern erreichte die Turbo-Ära ihren Höhepunkt. Motoren mit 1500 PS im Qualifying waren keine Seltenheit. Und in den 2000ern kamen die Hybridtechnologien ins Spiel. Erstmals wurde die Formel 1 nicht nur ein Kampf um Geschwindigkeit, sondern auch um Effizienz. Jede neue Ära brachte technologische Revolutionen, aber auch Herausforderungen. Denn mit jeder Leistungssteigerung wurde der Sport auch gefährlicher. Die Formel 1 musste einen Weg finden, Geschwindigkeit und Sicherheit in Einklang zu bringen. Die frühen Jahre der Formel 1 waren von tragischen Unfällen geprägt. Strecken waren schlecht gesichert, die Fahrzeuge boten kaum Schutz für die Fahrer. Erst nach einer Reihe von tragischen Unfällen, darunter die tödlichen Unfälle von Senna und 2015 von Jules Bianchi, wurden drastische Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Das ist natürlich sehr verkürzt. Die Entwicklung der Sicherheit bis 1994 könnte allein ein ganzes Video füllen. Jeder kennt Niki Laudas Unfall. Heute gehören Halo-Systeme, verbesserte Streckenbegrenzungen und strenge Sicherheitsvorschriften zum Standard der Formel 1. Doch eines hat sich nie geändert: der Drang nach mehr Geschwindigkeit und die ständige Weiterentwicklung der Motorentechnik. Von den ersten dampfbetriebenen Kutschen bis zu Hightech-Hybridmotoren der modernen Formel 1. Die Geschichte des Motors ist eine Geschichte von Fortschritt, Risiko und unbändigen Ehrgeiz. Doch was bringt die Zukunft? Werden wir bald elektrische Formel-1-Boliden sehen? Wahrscheinlich sind wir erst am Anfang. Was denkst du? Welche Motorentechnologie wird sich in der Formel 1 durchsetzen? Schreib's in die Kommentare. Der Transport von Formel-1-Autos und das Equipment ist eine Meisterleistung. Und genau das galt schon immer für Wasserstraßen. Wie sie die Welt und die Geschichte beherrschen, erfährst du hier.